Forster Living Up, ja, so ein bisschen die Einstiegsklasse war es mal. Mittlerweile kann man ja schon fast sagen High-End. Ja, mein User, grüß dich ganz herzlich. Hallo, Wie ist dein Vorname? ich bin der Olli. Hallo Olli. Ja, wir machen heute mal ein Video über den Forster und du hast was eingebaut, was normalerweise nur fest verbaut ist. Du hast praktisch einen Aquion eingebaut in den Forster. Genau, ich habe meine eigene Wasseraufbereitungsanlage im Forster eingebaut. Das heißt, aus meinem Wassertank, egal wo ich zapfe, mache ich dementsprechend mein Trinkwasser, habe dementsprechend keine Lagerprobleme. Du mit kannst Wasser. wirklich das Trinkwasser aus dem Tank nehmen. Genau. Das wird gefiltert, desinfiziert, alles. Gefiltert, desinfiziert, aufbereitet, ionisiert und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe die Anlage zu Hause, ich habe sie im Bus. Kann man umbauen, wie die Kaffeemaschine mitnehmen. Echt? Können wir auch Das gleich mal geht? zeigen. Ja, ja. Okay, ist die jetzt mit dem Tank oder fest angeschlossen? Die ist fest an den Tank angeschlossen. Cool. So, zeigen wir gleich mal Schnellverschlüsse, nehme ich an, hast du dann gemacht. So, das Ganze, wenn du mal kurz mitkommst, Ja, wie lange bist du jetzt schon Eigentümer? Ich sehe das neue Fiat-Zeichen, das sieht aus wie ein Baujahr 21, oder? Genau, es ist Baujahr 21. Ich hatte vorher einen alten Hümer, noch mit Alkoven. Irgendwann willst du mal kleiner werden, auf Deutsch gesagt, weil ich nutze das auch für das Arbeiten, auf Deutsch gesagt. Das heißt, ein Zimmer, Küche, Bad, auch wenn ich unterwegs bin und brauche kein Hotel mehr. Ja, das ist total spannend. Du fährst denn jetzt auf Fahrtenbuch oder ein Prozent, was hast du gemacht? Ich habe Fahrtenbuch gemacht. Fahrtenbuch gemacht, Ja. ich auch. Also ich fahre den auf Fahrtenbuch. Liebe Unternehmer, führt ein Fahrtenbuch. Am besten ein elektronisches Fahrtenbuch, dann habt ihr keinen Stress. Und das ganze Fahrzeuglänge ist es ein 640er, oder? Nee, es sind 6 Meter. 6 Meter. Ja, ist extra ein 6 Meter. Ist das gut? Ja, weil du dann, wie du siehst, auf jedem normalen Parkplatz stehen kannst, ohne Überlänge. Ja. Warte, ich zeig das mal gerade. Das hier ist sogar ein Wohnmobil-Stellplatz. Wir sind in Güdingen. Der ist kostenlos, der Stellplatz, für, ich glaube, 3 Tage darf man hier stehen. Kostenfrei. Man ist direkt an der Saar. Also das hier ist eigentlich ein genialer Stellplatz, oder? Absolut genial. Du hast vor allen Dingen Restaurants, 1, 2 in fußläufiger Nähe von 2 Minuten, auf Deutsch gesagt. Bist an der Saar, kannst mit deinem Fahrrad an die Saar und kannst bis Saargemünde, bis an den Stockweiher, bis nach Saarburg, wie auch immer, fahren in Frankreich. So, Forster, ich sag mal, bei so etwas preiswerteren Fahrzeugen, da hatte ich immer so ein bisschen das Problem, klappt das gut, funktioniert das, wie ist die Qualität, ist gut? Also ich muss sagen, es ist hervorragend, weil ich habe kein Klappern, ich habe keine Geräusche drin. Echt nicht? Gar nicht? Nee, gar nichts. Das Klappern innen drin ist der Camper in Anführungszeichen immer selber schuld, wenn du irgendwie Glas oder sonst was verwendest und wenn irgendwas vibriert. Aber von den Schränken her kann ich sagen, Gar nichts. ich bin mehr als begeistert. Ja, denn das ist immer so die Angst, du kaufst einen günstigen Camper und der Aufbau ist dann laut, oder? Das ist bei dir nicht so? Nein, überhaupt nicht. Also, Okay, mach ich mal nur auf hin, empfehlen. bitte. Der ist jetzt noch voll gepackt. Ist doch gut so, da kann man mal reingucken. Das heißt, der ist jetzt im Prinzip, ist der so, wie er jetzt ist, kann es losgehen, so ein bisschen. Genau. Ich sehe, die Dosen sind leer. Deswegen kann es nicht mehr losgehen. Kann nicht mehr Ja, losgehen. also der Pfand ist noch drin. Ja. Genau, Pfand ist noch drin. Gas? Hier links die Gasflasche, die ist sogar von außen zu betanken. Also ich kann hier unten über LPG-Gas. Echt? Ja. Die war schon dabei, oder? Mache ich einen Adapter drauf. Nee, die habe ich nachrüsten lassen. Das ist die Gasfachfrau. Die Gasfachfrau macht das. Genau. Okay, cool. Und dementsprechend fahre ich an die Tankstelle, brauche das nicht rausnehmen, kann also hier noch den Stauplatz auch verwenden. Ja. Ja. Und sagen, okay, ich muss hier die Gasflasche nicht rausnehmen. Ich mache hier unten meinen Adapter drauf. Hier Europa. Okay, Tuck. geht. Betanken. So, ich zeig mal gerade, das hier sind die zum Eindrehen Peggy Pack. Sind die gut oder es muss weich sein, ne? Die sind perfekt. Ich muss mit Peggy Pack unbedingt mal eine Aufnahme machen. Und zwar, ich habe die gekauft auf der ersten CMT, wo die einen Stand hatten mit einem Klapptisch. Ja. Und seitdem habe ich die. Das heißt, das muss über 20 Jahre her sein. Echt? Mega. Die Ding ist 20 Jahre alt? Ja. Echt? Die Keine- haben überhaupt nichts verändert vom Design? Nix? Nee. Nö. Also So. die kann man nur empfehlen. So, das ist nämlich Kunststoff, sind Schrauben, kann man festmachen. Gibt es auch in Alu inzwischen. Genau, in Alu hatte ich sie auch für Kroatien. Da war es ein bisschen fester. Du bist ein gefragter Mann. Ja, ich zeig's mal Lass mal gerade. einfach klingeln. Alles. Querschläfer. Wie groß bist du? Ich bin 1,78. 1,78 geht also. Perfekt. 1,40 Meter Breite mit meiner Freundin. Hervorragend. Passt. Das Ja. Coole sind die 6 Meter. Also wir stehen hier so ganz leicht über. Aber das wird ja noch toleriert. Das ist ja kein Problem. Da kommst du noch auf einen normalen Stellplatz. Mit 6,40 Meter, 6 Meter und 6,40 Meter, das sind Welten. Also glaube ich nochmal die 40 Zentimeter, oder? Da hast du wirklich ein Thema. Du hast auch vom Rangieren ein Riesenthema. Ja. Und die 6 Meter fahren sich wie ein normales Auto. So, jetzt zeigen wir gleich mal die Wasseraufbereitung. Eine Thule Markise ist drauf. War er noch einigermaßen günstig? Weil die Preise sind ja ein bisschen explodiert bei den Kasten, oder? Ich habe noch nie ein Auto besessen, auf dem ich den Schlüssel rumgedreht habe und hatte mit Geld verdient. Gut. Und war gerade die Tage bei meinem Verkäufer und er hätte ihn mir direkt für einen stolzen Oberpreis abgekauft.
Sehr schön, das wollen wir ja nicht. Du willst ihn ja behalten. Richtig. Duschen geht auch drin. Ja. Super. Zeig ich dir. Also Was Duschen. genial ist, und, ne, sind die Themen, dass dein Kühlschrank sowohl von außen, ihr seht noch gefüllt. So, da ist die Mozzarella. Was trinken wir für einen Wein? Ja, der ist leider leer. Schade, der muss noch entsorgt werden. Ist der kalt, der Kühlschrank? Ja. So, der kühlt richtig. Ja. Sehr schön. Warte. Zeigen das. Eiswürfel. Eiswürfel. Festgefroren. Die sind schon festgefroren, ne? Also irgendwie gehen die auch auf. Das Ding macht richtig kalt. Macht richtig kalt. Okay, verstanden. So, der ist zwar nicht so riesig, der Kühlschrank, aber dafür clever. man Wenn ich soll in ja, der Küche stehe, kann ich ihn auch aufmachen. man soll ja gar nicht so viel mitnehmen immer. Genau. So, dann ist hier ein Lammfell drauf. Warum? Das ist nur wegen dem Hund, der da mal drauf springt. Okay, Das Schutz. natürlich auch mit, genau, einfach nur als Schutz. Einen Schalter hast du? Ja, ist aber perfekt, weil du hast eine Automatik bzw. Tempomat drin. Ja. Davon, also ich vermisse nichts, ich bin kompletter Automatikfahrer. Meine anderen Autos haben alle Automatik, die normalen, aber ich vermisse hier überhaupt nichts. Genau, der hat so viel Drehmoment, du musst nicht dauernd schalten. Was mir auch gut gefällt hier, der Baldachin ist so ein Leder. Das sieht auch recht hochwertig aus. Die Gläser hast du von... Guck mal hier zum Einklemmen. Ja. Das ist natürlich wesentlich günstiger. Ja. Und da klappert auch nichts, weil die sind nämlich aus Kunststoff. Das war so ein Set oder was? Ne, die Gläser habe ich einzeln gekauft und die Halter kannst du auch einzeln kaufen. Das ist natürlich wesentlich billiger wie das Silvia, gell? Aber man muss schrauben, aber die Halter werden ja ein Leben lang halten. So wie es aussieht, innen drin Staufach. Was hast du hier oben reingemacht? Ein Staubsauger? Ja, alles Mögliche. Ja. Ich finde das sehr praktisch. Also im Gegensatz zu anderen, wo du da oben so ein Fenster drin hast. Was ist denn das für ein Besen? Das ist ein Gummibesen. Da kannst du sowohl Wasser als auch normalen Dreck natürlich mit kehren. Dann die ganzen Utensilien für die Hunde und so weiter und so fort. Ja. So. Und er bietet auch extrem viel Stauraum. Also ich finde das genial. Auch noch alles eingeräumt. Ja. Da kann es In dem Fall losgehen. Klamotten. Oder? Der ist komplett fertig. Ja, das haben mich jetzt die Kollegen gefragt. Wir testen ja gerade einen Seiko. Den haben wir heute vorgestellt vom Team. Die haben direkt gefragt, wann kann ich ihn haben. So, das hier sieht aus wie Gewürze. Küche, wie sich das gehört. Du hast so kleine grüne Puppenkistenteile. Oh, die habe ich mir hier dementsprechend passend. Das muss man natürlich bei allen aber, glaube ich, machen, dass du dir Zwischenregale einbaust im Endeffekt. Ja. Aber dafür bist du immer perfekt ausgestattet. Ja. Hast auch für mich genügend Stauraum. Dann kommen natürlich noch ein paar Features hinzu, die ich jetzt eingebaut habe, in Anführungszeichen. Man sollte auch richtig einräumen. Ja. Essgeschirr und eben dementsprechend Besteck. Reicht hervorragend. So, normalerweise wird ja dann beim Klo, warte, ich helfe dir, ein Glas Kunststoff. Ja. Wird natürlich gespart an der Dusche, aber du sagst, Duschen ist kein Problem. Nein, ist kein Problem. Vorhang wird eingehängt oben. Mhm. Und du kannst hier hervorragend drin duschen. Toilette ganz normal, Waschbecken. Also ich habe das schon mehrfach jetzt ausprobiert. Wie lange hält der Tank bei dir, Duschen? Also ich habe jetzt mit Duschen, Moment, das können wir gleich oben an der Anzeige gucken, 5 Tage benutzt und habe, glaube ich, immer noch 66%. Heißt, Inklusive dem Thema Wasseraufbereitung. Ja, mal als Beispiel. Das heißt, ich glaube, wir fangen mal bei Null an. Ja. So, das Ding hast du jetzt so eingebaut, dass es genau die Ausgabe jetzt auch über dem Waschbecken ist. Das macht vielleicht Sinn, wenn man es abtropft. Muss aber nicht sein. Dann hängt das Ding direkt da drunten. Ach, es hängt da unten direkt am Wasser. korrekt. So, jetzt ist hier wahrscheinlich eine Druckwasserpumpe vonnöten, oder? Richtig? Das heißt Umbau. Oder? Nein, also die meisten haben inzwischen Druckwasserpumpen. Ja. Du hast den Druckausgleichsbehälter dazwischen. Ja. Und natürlich brauchst du die 230 Volt. So, jetzt hat die Anlage, wir stehen jetzt hier frei, die hat 230 Volt Anlage drin. Das heißt, ich habe Solar auf dem Dach, habe den Wandler an. Du siehst hier, das Gerät ist an. Ja? Und wenn ich jetzt zapfen möchte, drehe ich einfach auf On und schon zeitverzögert, weil es muss ja aus dem Tank auch rausgezapft werden, haben wir unser Trink. Den ich dir jetzt erstmal anbiete. Warte mal, du machst einen Schritt zurück. Das ist direkt aus dem Tank vom... Das ist direkt aus dem Tank, den ich das letzte Mal in Frankreich befüllt habe. Tut mir einen Gefallen, mal ganz kurz Stopp. Ja. Haben etwas vergessen. Du drückst mal oben bitte auf Wasser. Logischer Dings. So, ist an, Druck wird aufgebaut. Jetzt haben wir wieder die Pumpe zur Verfügung. Okay, Ja, wir haben das nee, jetzt passt. so spontan gemacht, dass wir das Gerät reinigt sich auch automatisch, was es jetzt gerade tut. Ja, das ist noch ein Design 2021. Das gibt es inzwischen im anderen Design, passt aber genauso, funktioniert genauso. So, und jetzt kriegst du mal
hier aus dem Leitungswasser, in dem Fall aus Jetzt ist schneller. der Mosel getankt. Klar, weil wir haben vergessen, die Pumpe anzumachen. Ja, jetzt Okay. hast du einen Ablauf wie zu Hause. Ja, also so schnell fließt das Wasser auch zu Hause, wenn ich es dir zu Hause an den Wassertank anschließe. Du darfst probieren, ich weiß, wie es schmeckt. Probieren wir da. Also ich habe ja eine Umkehrosmose, habe ich ja. Ist es ein bisschen, warte mal. Jetzt ist der Eigengeschmack vom Becher ein bisschen dabei. Das ist bei Plastik immer so, warte mal. Oh. Sehr weich. Also das ist auch wie bei mir zu Hause, auch sehr weich. Also ich habe bloß, hier geschieht ja glaube ich noch was Besonderes. Da ist nicht nur ein Filter, wenn du mich mal kurz in Szene setzt. Genau. Was ist da alles drin? Also, Gerrit? du hast einmal einen Filter drin, der sitzt jetzt hier hinten drin. Also schmeckt lecker. Es schmeckt nur nach Wasser, es riecht nicht. Genau. Vielleicht mal dazu vorab, man kann es trinken. Es ist sehr weich, also ist super für Tee. Also das weiß ich schon. Also ich mache zu Hause zum Beispiel Kaffee und Tee. Schmeckt ganz anders. Das ist Das heißt also, wir haben einen Filter im Gerät drin, ja, Ja. oder auch zwei, je nach Ja. Geräteausführung. Ne? Nur mal ganz kurz gezeigt. und der hält wie lange, der Filter? Das kommt drauf an, zwischen 6 und 9 Monate. Okay. Ja? Dann kann man noch die Wasserabnahme, ja, das ist immer noch so ein Thema, wie viel. So, aber was das Interessante ist, der zweite Hälfte ist ein sogenannter Wasserionisierer. Und das kannst du vielleicht mal ganz kurz zeigen. Ich mache es nochmal an. Einmal haben wir hier oben den Auslauf und einmal hier unten, der geht ins Spülbecken. Kommt auch Wasser raus. Ja. Und das heißt, man trennt das Wasser. Hier läuft praktisch, das ist in Italien, in Frankreich, hier nebendran ein Riesenthema, das Chlor wieder weg. Ja? Und wir haben hier natürliches Quellwasser zur Verfügung. Also bei mir ist Ausbeute 1:3. Das heißt, also ich kriege 3 Teile Restwasser und 1 Teil Nutzwasser. Hier scheint mehr zu sein, ne? Hier ist es umgekehrt. Umgekehrt. Also Ja. dreimal Nutz und einmal Abwasser. Genau. Ja? Das ist ein umgekehrtes, also im Prinzip ein umgekehrtes Prinzip, was du jetzt eben hast, Thema Umkehrosmose. Ja, genau. Das ist ein umgekehrtes Prinzip der ganzen Geschichte. Und du kannst dann noch verschiedene Themen einstellen. Das führt uns jetzt aber hier an. Warte mal, Trink nochmal. ich trinke erstmal. So ein leicht bitzelnd, habe ich das Gefühl. Oder kommt mir das nur so vor? Nee, das ist richtig, weil wenn du das Wasser trinkst, weil es direkt in die Zelle geht, hat jeder einen anderen Geschmack auch auf der Zunge drauf. Ja? Also in der Heilpraxis wird sowas zum Beispiel auch verwandt, um die Thematik Geschmacksdiagnostik zu machen, ohne das jetzt hier zu weit zu führen. Ja. Aber das kennt jeder so aus dem Thema Fußreflexzonenmassage. Auf der Zunge kommen alle Organe an, auf den Füßen kommen alle Organe an und dementsprechend kannst du was schmecken. Ja. Also nochmal, es geht nicht um Umkehrosmose. Das gibt's im Internet irgendwie für 200-300 Euro, kriegst du komplette Anlagen mit allem drum und dran. Hier drin ist ein Gerät, das steht zum Beispiel ganz stark bei Ärzten, also da habe ich es auch gesehen, die das benutzen, da wird das ionisiert, das Wasser. Und das ist also gereinigt, ionisiert. Und du sagst, man kann es definitiv aus dem Tank, aus dem Wohnmobil trinken. Ja. Das kann auch ruhig Keime drin haben, das spielt keine Rolle. Die werden hier unten einfach abgesondert. Das ist nochmal ein separates Thema. Also da wollen wir jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen. Keime, Bakterien, das ist ein separates Thema, aber die sind definitiv nicht mehr drin. Die sind nicht drin. Die sind schon im Filter raus. Davon Okay, abgesehen. also der Filter filtert erstmal Schwebstoffe, Sedimente und so weiter Genau. und so fort. Aber das Spannende ist eigentlich dieses Ionisieren? Genau, das Ionisieren. Und was hat das nochmal für einen Effekt mit dem Wasser? Also das hat einen Effekt, dass der Wasserstoff, das ist das eigentliche Element im Wasser, bioverfügbar ist. Das hat den Effekt, dass das Wasser wieder zellgängig ist. Diese sogenannte hexagonale Struktur, das kennen viele Menschen. Ist das jetzt kein Spruch vom Kaufhaus, wo du denn Nee, das ist Wissenschaft. ist Wissenschaft. Das ist Wissenschaft. Also dafür Also praktisch ionisiertes Wasser kann der Mensch besser aufnehmen. richtig. Und das ist jetzt wirklich wahr. Also Das ist wirklich wahr. Das ist kein Fake, das ist gar nichts, sondern wir gehen alle mal ganz, ganz weit zurück, nämlich in Mamas Bauch. ja, Eine Eizelle, eine Samenzelle. ja, Im Fruchtwasser sind bei allen hoffentlich 2 Arme, 2 Beine und ein Kopf entstanden. ja. Das heißt, Mama und Papa haben nur einmal etwas getan und dann hat niemand mehr etwas getan, sondern das Fruchtwasser, was auch hexagonal aufgebaut ist, hat eben aus diesen beiden Themen ein Mensch entstehen lassen. Und nichts anderes ist Natur. Und so ist die Natur entstanden. Und das ist das dritte Thema, was das Gerät eben auch hat, ist die Thematik Frequenz, die Sonnenfrequenz. Ja, nur dadurch wird eine Tomate rot. Mhm. Ja, warum sagt man in der Ernährung, eine Tomate nur hochreif geerntet ist für uns bioverfügbar? Langes Thema, davon abgesehen, aber das Wasser entspricht wieder
dem, was wir aus der Natur, was wir von Geburt an kennen. Ich darf mal fragen, was du im normalen Leben machst? Also ich habe in meinem ersten Leben Diplom-Sport studiert mit Sportmedizin. Fertig. Ja, Das heißt, du bist die Diplom-Sport-Lehrer oder? Das nannte sich damals Diplom-Sportwissenschaftler sozusagen. Nochmal, du hast studiert an der Uni, hast ein Diplom, Uni Saarbrücken. So, denn ich sag mal, Leute, die rumrennen und irgendwas verkaufen wollen, gibt's ja viele. Du hast das studiert, kennst dich auch aus mit dem Thema Ernährung, Stoffwechsel, das ist dein Thema, oder? Genau, und ich habe 20 Jahre Fitnessbranche hinter mir. Also ich kann da ein bisschen was zu erzählen, aber wie gesagt, das führt jetzt zu weit. Nee, finde ich aber wichtig, dass Ja, dein Background ist jetzt nicht, ich habe irgendwas gesucht, mit dem ich was nebenbei verdienen kann, sondern du stehst zu 100% hinter dem Ding. Genau, also im Endeffekt wollte ich damit gar kein Geld verdienen. Ja, aber? Ich habe zu dem Zeitpunkt was ganz anderes gemacht. Okay. Das erzähle ich jetzt hier aber nicht vor der Kamera. Okay. Sondern es ist wirklich zu 100% mir eigen geworden, weil ich aus diesem Bereich der Sporternährung, Sportwissenschaft gesagt habe, Wasser ist für mich das Wichtigste, wo wir ja zu 85% draus bestehen. Cool. So, jetzt kann ich das Gerät abnehmen. Das heißt, also wenn ich das jetzt benutze, das Wasser, was ich trinke, ich weiß, dass Dr. Claudia Thielhartz, Kundin von mir, die ich ja filme schon seit Jahren, und jedes Mal bietet sie mir Wasser an. Kann man das auch mit Sprudel versehen im Nachgang? Also natürlich. Ich habe zu Hause ein Sprudelding. Ja, genau. Wo ich das Wasser aufsprudle, weil keine Weinschorle schmeckt mit stillem Wasser. Ja, genau, also das ist anschließend wieder behandelbar. Genau. Also ich fasse mal zusammen, das Ionisieren macht es bioverfügbar. Also was ist normales Wasser? Was ist da anders? Also du kannst dir vorstellen, in der Natur kommt Wasser immer im Fluss vor. Das heißt, es bewegt sich. Ja. Bewegung bedeutet Energie. Und dadurch hast du den Wasserstoff bioverfügbar. Beispiel, wenn ein Gewitter es reinigt, die 40 Grad, ist die Luft wie elektrisiert. Und diese Elektronen, das ist das Wichtige, das ist unser Energiegeber. Also sprich der Wasserstoff als Energiegeber, der ist wieder im Wasser bioverfügbar. Ist das Zeug, was ich auch kriege an der Tankstelle, dieses im Prinzip versetzt mit Wasserstoff, das ist was ganz anderes? Nein. Mit OO2, was ich da sehe. Das ist ja mit Sauerstoff. Was ich denn für 4 Euro kaufe. Gut, darüber reden wir jetzt nicht, aber das ist so. Was ist der Effekt von Leuten, die das trinken? Weil es spielt sich auch viel im Kopf ab. Aber du sagst, das ist nicht nur eine Kopfsache, sondern das ist... Das ist reine Energie zum Trinken und die setzt sich direkt in deinem Körper um. Ich sage immer, das ist wie viele trinken ja die bekannten Marken Energy Drinks. Wir lassen jetzt die Daten weg. Das hier ist Energy Drink nämlich auf Wasser. Der Effekt, wenn ich das trinke, was merke ich? Du wirst wacher, du bist aufnahmefähiger. Überleg mal, du fährst selbst viel Auto, ich auch. Hamburg, München teilweise mal an einem Tag. Wir werden alle müde. Schön einen Schluck aus der Pulle in der passenden Dosierung, also mit den passenden Frequenzen, mit dem passenden Energie. Du bist direkt wieder wach. Ja, du brauchst keine Gummibärchen mehr, du brauchst keine Zigarette mehr. Funktioniert einfach. So, kann ich da ein paar Sachen einstellen? Also, um es schnell zu machen, wir machen es auch an dem Gerät. Einstellen kannst du verschiedene, nenne das jetzt mal Energiestufen. Du siehst jetzt, hier kommt die 4, hier kommt die 1, hier kommt die 2, hier kommt die 3. So. Das heißt also, das ist je nachdem aufbauend. So. Jetzt kannst du mal bitte unten auf den Ring gehen. Auf den, ja. Ja, lass einfach mal anlassen. Ja. Und ich schalte hier als Touchscreen an der Seite mal um. Jetzt siehst du, wird das Ding grün. Okay. Jetzt wird es gelb. Okay. Beziehungsweise lila, Entschuldigung. 9 und hier wird es gelb. Das heißt, du kannst wieder ausschalten, sogar noch über Tag deine körperlichen Bedürfnisse, das kommt aus der Bioenergie, vielen kennen es vom Heilpraktiker, von der sogenannten Bioresonanz, einstellen, was brauche ich gerade. Gelb zum Beispiel zum Einschlafen, lila für den Kopf über Tag, jetzt nur die Farben übersetzt, oder grün für das Kreislaufsystem, wo andere Menschen vielleicht mal zum Kaffee greifen, der natürlich auch nebendran steht für morgens, kannst du dich einfach energetisch aufladen. Gott, ich krieg gleich mal einen Kaffee. Klar. Wie komme ich an das Ding dran, wenn ich es gerne haben möchte? Und du sagst, man kann es jetzt einfach abmachen. Pass auf, zeig dir. Schnellverschluss nehme ich an. Schnellverschluss. Also, in dem Fall, braucht das Gerät? Es braucht Wasser. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, ich habe das jetzt hier extra offen gelassen. Also Wohnmobilumrüstung, Druckwasserpumpe musst du reinmachen, statt einer Saugpumpe. Die meisten haben Druckwasserpumpen. Also man kennt das, wenn es hier so Klick macht im Wohnwagen, dann ist es noch nicht da. Hier ist eine Druckwasserpumpe drin. Alle, zum Beispiel Morelos, alle größeren haben Druckwasserpumpen. Ja. Genau, die haben das alle drin. So. Ja. Das heißt, es wird ganz normal, wie zu Hause auch, mit einem T-Stück unterm Wasserhahn. Ihr seht, mein Wasserhahn ist auch ganz normal zur Verfügung. Ja.
Können wir jetzt auch beides laufen lassen, weil dann muss ich dich nochmal aufmachen. Ja, okay. Machen wir auf. So, jetzt haben wir Wasserhahn und jetzt haben wir auch den Akvion. Ich brauche auch ich brauch keinen Sprudel mehr kaufen. Also wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und trinke das Flaschenwasser, du sagst, das Wasser ist besser wie das Flaschenwasser. Definitiv, also jetzt auf jeden Fall. Also alles, was du kaufen kannst, hat eine schlechtere Qualität, wie wenn du Leitungswasser wieder aktivierst. Okay, verstehe. Punkt. Das heißt, egal in welchem Land du bist, Italien, Frankreich, Kroatien, gehst du ja normalerweise Plastikflaschenwasser kaufen, musst du ja. Und das kannst du im Prinzip auch hier in Frankreich tanken, dein Wasser, egal wie die Leitung ist, und die sind auf Campingplätzen nie gut, und hast trotzdem ein Wasser zur Verfügung, wo es dementsprechend wieder aufbereitet. Und, ganz kurz eine Frage, bevor du das jetzt auseinanderbaust. Kaffeemaschinen reagieren sehr unangenehm auf Chlor im Laufe der Zeit. Das heißt, die chloren sich zu, du musst sie entkalken und so weiter. Ist das Chlor auch aus? Chlor ist raus. Chlor läuft hier aus. Chlor läuft da raus. Okay. Ja, genau. Ja, und dann bitte. hast du, also von daher kannst du auch die Kaffeemaschine natürlich mit bedienen und so weiter und so fort. Super. Ja, bauen wir ab. Wie geht das? Also, ganz einfach, wir schließen hier den Wasserhahn zu. So. Okay. Jetzt entlüften wir das Gerät, weil es steckt immer noch in der Steckdose. Ne? Dementsprechend ziehe ich jetzt hier mal den Stecker raus, nehme das Gerät nach vorne, klappe das Ärmchen ein, Goldig. leg das hier nach vorne. Da kann jetzt auch nichts mehr rauslaufen, jetzt in dem Moment. Jetzt ist es schon vom Wasser getrennt. Okay. Und das war's. Das war's. Kann ich mit rausnehmen. Ne? Rausnehmen. So, und es ist sehr, sehr leicht. Also ich habe die meisten Geräte, ich habe jetzt auch so ein transportables Gerät, das kann nur filtern, das kann nicht ionisieren. Kostet auch schon 800 €, der Filtersatz 180. Muss ich dazu sagen, aber das mit dem Ionisieren ist natürlich cool. Man kann es auch an die Wand hängen, sehe ich gerade. Du kannst es an die Wand hängen. Also ich muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt hier mal ein altes Design, was es jetzt 2023 nicht mehr so gibt. Aber die Funktionsweise ist genau die gleiche wie mit dem neuen. Das können wir dann ja auch mal mit dem neuen mal noch einblenden. Habe ich im Moment jetzt bei einem Kunden von mir stehen, der das mal ausprobieren wollte, auch campingtechnisch über Tag. Und ich habe mir eins von meinen alten Bestandsgeräten noch geholt, rein was Design angeht. Ja. Preis? Wie liegt das? Preis angefangen von 2.500 bis 4.050. Je nach Ausstattung, was man dann eben noch haben möchte an Frequenzen etc. Im gewerblichen Bereich wird es oft auch entsprechend eingesetzt. Das heißt, man kann es auch über die Firma kaufen, kann es in der Firma anschließen, kann es ja dann verwenden, wie man möchte, sage ich jetzt mal, ohne da jetzt Hinweise zu geben. Es wird sehr, sehr stark im gewerblichen Bereich auch verwendet. Also auch. Aber ja. es ist ja ein Thema Gesundheitsmanagement in Firmen. Ja. Da wird es verwendet. Aber im Endeffekt ist immer noch der Privatkunde der größte Abnehmer, weil oft weiß man es in Unternehmen gar nicht zu schätzen. Der Unternehmer ist begeistert, der kauft es für sich und seine Familie, setzt es über die Firma auf Deutsch gesagt ein und dementsprechend kann es natürlich auch privat verwendet. So, das Ding, was jetzt hier steht in der neuen Version, wie ist da der Preis? Was genau das kann? Das, was jetzt hier steht in der neuen Version, im anderen Design, sind wir bei 3.090 €. 3.090 €. So. Klingt erstmal viel Geld, aber komischerweise legen gerade Ärzte viel Geld für Akvion hin, weil es ist mir schon so oft begegnet bei Ärzten. Da habe ich es ganz oft gesehen, muss ich sagen. Also die Ärzte stehen da irgendwie total drauf. Filter, wie ist der im Preis? Der Filter in den neuen Geräten liegt bei 160 €, alle 9 Monate. Ja gut, das ist normal. Also die habe ich auch. Man darf die auch nicht länger verwenden. Also ich verwende meine Filter nicht länger. Die fangen an zu verkeimen dann im Filter. Oder die Filterleistung ist nicht so gut. Ja, also du hast in einem Filter immer verschiedene Segmente drin, die verschiedene Dinge greifen. Ja. Und diese verschiedenen Dinge lassen irgendwann ihren Dienst nach. Und deswegen sagt man, ab einer Zahl X beziehungsweise einer Durchflussmenge und einer Dichtigkeitsprüfung, sagt man, und das sind ungefähr 9 Monate im Privathaushalt. In einem Fitnessstudio kann das auch mal nach 4 Wochen passieren. Okay. Zeigt das an, wenn der Filter fertig ist? Okay, wird angezeigt. Also Privathaushalt sagst du rund 9 Monate. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Wenn ich das haben möchte, wo kann ich es beziehen? Bei dir? Bei mir? Name? Oliver Kalbach in Saarbrücken-Güdingen. Ich sag dir gerne meine Handynummer oder weiß nicht wie. Sag. Ja, das ist die 0173 31 35 980. Oder ihr könnt mir auch gerne E-Mail schreiben unter keilbach@akvion-professional.de. Also keilbach@akvion-professional.de. Du schickst mir noch eine Mail, dann mache ich das in die Videobeschreibung rein. Ich muss sagen, ich wohne ja in Alsting auf französischer Seite. Das ist von hier aus 2 Minuten weg. Und du hast mich angerufen, weil irgendwie kamen wir, glaube ich, über Dr. Claudia Thiel, die ich ja seit Jahren betreue, Ernährungswissenschaftlerin.
und kamen wir irgendwie in Beziehung. Und wer hat jetzt wem erzählt von mir? Wir kamen eigentlich in Beziehung darüber, dass ich dich gesehen habe. Echt? Dass ich mir German Television und wie man das heute so macht, man googelt mal kurz und sagt Ja. dann, hey, ein Saarländer. Ein Saarländer, der auch noch aus Alzing kommt. Das Genau. ist die Nachbargemeinde von Güdingen. Genau. Ja, und Also- wir stehen gerade in Güdingen. Genau, wir stehen jetzt gerade in Güdingen. Ne? Wahrscheinlich bin ich die letzte Woche 3-mal bei dir am Haus vorbeigefahren. Wahrscheinlich. Und von daher, ja, habe ich dich einfach angerufen und habe dich erreicht und da haben wir gesagt, wir quatschen einfach mal und gucken einfach mal. So, dein Service, wenn ich das bestelle, kannst du das versenden oder wie läuft das? Das kann man versenden, das ist überhaupt kein Problem. Das heißt also, der Kunde bestellt, bekommt es dementsprechend geliefert. Er kann es selbst einbauen, je nachdem haben wir auch Einbauservice. Das muss man dann immer individuell absprechen. Und jetzt gerade mit den Wohnmobilen, da ich das irgendwie so vor 2 Jahren so ein bisschen ins Du Leben bist so der gerufen Wohnmobil-Typ. Aqueon. Genau, also ich Okay. habe das irgendwie so ein bisschen ins Leben gerufen und habe auch dementsprechend mal so ein bisschen recherchiert, was man an Adaptern und so weiter alles braucht. Und So, jetzt ist, ich sag mal, man muss das ja auf lange Zeit rechnen. 3.000 Euro ist erstmal viel Geld, aber ich muss jetzt nichts mehr schleppen. Also das Thema Wasserschleppen ist vorbei. Das Thema, ich kriege immer super sauberes Wasser. Dann, das ist entsprechend aktiviert. Und du sagst, die Lämpchen, die da so leuchten, das ist nicht nur Show, sondern die tun wirklich was. Kann man ja mal googeln oder mal sehen auf der Webseite von Aqueon. Ihr habt Tausende, wenn nicht Zehntausende von den Maschinen bereits im Einsatz. Also die stehen überall. Es ist wirklich so, aber ich habe sie bis vor Dr. Claudia Thiel nicht gekannt. Also ich stand da habe ich erstmal drüber gelacht, bis ich das Wasser getrunken habe. Und das war schon ein ziemlicher Effekt. Also das ist immer, also ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Fast. das 20 Jahre. Ja, ja. Aqueon. Ja. Echt? Ja. Die gibt's schon so lang. Ja. Krass. Und der Witz an der Sache ist, ich habe das am Anfang auch belächelt. Ja? Ja. Also ich meine, ich habe gesagt, heute ist es ein Freund von mir, der Klaus Nikolai. Aber leg mal, 3.000 Euro, das stinkt ja schon nach Betrug, ja, weil die Leute sagen, hier so ein Ding, paar Lämpchen drin, ein Display, China, irgendwie 300 Euro und ich zahle 2,7 drauf. Nee, die Leute sind begeistert, oder? Ja. Die Leute sind begeistert, die Leute geben es auch nicht mehr her, Ja. Weil es einfach so ein Aha-Effekt ist. Die Leute schlafen besser, die Leute können besser wieder atmen, in Anführungszeichen. Also es gibt so viele Fallbeispiele, die sich daraus ergeben. Und lustigerweise auch hier, ich wurde auch am Anfang immer belächelt, wie du kaufst jetzt Wasser. Und meine Geschichte dazu ist, ich habe das Gerät eigentlich nur gekauft, weil ich wollte Geld sparen. Ich wollte nicht mehr in den Globus fahren, Fachinger Wasser schleppen. Samstags macht man das hier üblicherweise. Habe das kurz hochgerechnet und da die Geräte 15 Jahre Garantie haben. 15 Jahre? Ja. Echt? Ja, ist kein Witz, kannst du nachlesen. Und die Firma gibt's seit 20 Jahren? Ja. Das heißt, es ist wahrscheinlich, dass es euch bei dem ersten Gerät noch gibt? Ja. Bei den 15 Jahren, okay. Wobei das damals, das muss man fairerweise Das waren damals dazu sagen, 5 Jahre oder was? waren 5 Jahre, ja, heute, man konnte das zwischenzeitlich aufstocken. So. Die Geräte sind auch, wie gesagt, meine längsten Kunden sind wirklich 15 Jahre alt, auf Deutsch gesagt. Und ich wollte damit eigentlich gar kein Geschäft machen. Ich habe das nur für mich gekauft, weil Ist ich klar. gesagt habe, nee, das war wirklich so. War wirklich so. Es ist keine Story. Ich habe das einfach nur gekauft und wollte keine Kisten mehr schleppen. Du kommst aus dem Saarland oder bist hier geboren? Aus Güdingen. Aus Güdingen. Du bist hier geboren? Ja. Du hast gar keinen Akzent mehr. Wieso? Das ist wahrscheinlich das Thema, dass Abtrainiert. Ja, du bist deutschlandweit unterwegs. Natürlich können wir auch umschalten, wenn man wolle. Ah, sehr Dann können wir schön. auch Schwenke gehen, das ist überhaupt kein Thema. Nee, ich frage nur, weil es klingt schon fast norddeutsch bei dir. Ja, Also das heißt, du hast das Ding selber verwendet und dann, wie bist du denn zum Chef gekommen? Die Firma war ja damals noch kleiner, nehme ich an. Ne? Die war mini klein, also das ist auch eine eigene Story. Wir haben uns dann dort getroffen und zwar war ich mit meinem Freund von mir Skifahren, seines Zeichens Arzt aus Celle. Und ich komme vom Skifahren und hatte immer schwere Waden. Das war das Einzige, was ich gespürt habe. Ich hatte keine schwere Waden, bis ich in den Skischuhen war. Auf jeden Fall hat er gesagt, was machst du anders? Ich so, nix, schwenken, Rotwein trinken, aber ich trinke jetzt das Wasser. So. Und dann haben wir uns zusammen, er kommt aus Celle, ich aus Saarbrücken, haben uns in dieser Firma getroffen, wollten uns da mal eine Stunde unterhalten. Und das ist auch keine Story, das ist wirklich live so passiert. Aus den 1 Stunden wurden 4 Stunden. Wir haben jeweils noch ein Gerät damals mitgenommen und haben gesagt, wenn nur die Hälfte stimmt, ist das ein Riesenthema. So, jetzt werde ich das Ganze mal probieren. Also ich muss das irgendwie mal ausprobieren, weil ich habe ja selbst Umkehr-Osmosefilter hast du in Frankreich, weil das ist immer stark geklort, das Wasser. Das sind schon mal weg. Aber das mit dieser praktisch in Energie, egal. Also mit diesem Ionisieren, das ist schon eine feine Sache. Das ist so. Und du sagst, das ist so ein Effekt wie Kaffee, so ein bisschen, oder wie? Das putscht, aber ohne, dass du, ich sag mal, ein Herzenschwaches. Ist das ein Problem? Nein. Ein Herzschrittmacher? Nein, Schwanger? im Gegenteil. Schwanger? Nein, im Gegenteil. Der einzige Mensch, der Aqueon nicht trinken darf, ist jemand, der an der Dialyse hängt. Aber der darf nur
einen halben Liter Wasser pro Tag trinken, egal von was. Ja? Und da du davon Durst bekommst, weil dein Energiehaushalt angeregt wird, wäre das natürlich für so Menschen. Ganz wichtig ist zu erwähnen, das weiß ich von Dr. Claudia Thiel, dass die Mineralstoffe, die im normalen Leitungswasser sind, die sind in so geringer, also man nimmt hauptsächlich die Mineralstoffe über die Nahrung zu, das hat sie mir erklärt, und nicht über das Wasser. Das heißt, man müsste, glaube ich, am Tag 80 Liter Wasser trinken, selbst das Heilwasser, damit man die Nährstoffe, gut, das schadet auch nichts, aber man nimmt über die Nahrung, nimmt man zu. Und das war so die Erfahrung, die Leute mir erzählt haben, weil da ist ja nichts mehr drin am Schluss, oder? Das stimmt nicht und genau das ist der Unterschied. Jetzt bitte aufklären, weil bei meiner Umkehrosmose ist nichts mehr drin. Richtig. Da ist 99,999% und alles weg. Genau. Und hier? Und hier sind die Mineralstoffe Magnesium, Calcium, Natrium eben noch drin. Warum? Ganz einfach, weil du sie brauchst, um die Ernährungsvielfalt, was die Claudia beschrieben hat, zu verstoffwechseln. Ja. Also man kann sich das so ein bisschen vorstellen in der Ernährung, das, was ich mit Obst und Gemüse mache, Obst, Gemüse, Beeren als Beispiel, ja, dass ich das Wasser brauche, damit diese miteinander synergieren können, also eine Synergie ergeben. Habe ich das tote Wasser, fehlt mir hier der Andockpunkt. Kleines Beispiel wie einem Anhängerkupplung. Ja? Wenn ich einen Anhänger habe, dann habe ich eine Schale und ich brauche die Pfanne dazu, damit ich die Schale reinsetzen kann. Und so ist es beim Wasser auch. Sehr schön. Akvion, das Ganze nochmal, E-Mail nochmal, wie war die? Das war kalbach@akvion-professional.de. Also Kalbach, K-A-L-B-A-C-H. K-E-I. Keilbach. Wie Keil und Ich habe Bach. verstanden, Keilbach. Also Keilbach Genau. akvion-professional.de. So, und das Ganze könnt ihr ja dann in der Videobeschreibung sehen. Ja, bitte, wolltest du noch sagen? Und ich mache dir jetzt das Thema. Wir haben jetzt mal das alte Design gesehen. Du bekommst von mir die Woche, nächste Woche, das neue Design zum Testen nach Hause. Wir machen das bei dir an den Wasserhahn dran und du testest es 14 Tage und machst mal ein kleines Videotagebuch dafür. Wir machen was viel Geileres. Meine Frau macht das nämlich, weil die ist am anspruchsvollsten, was das Leitungswasser angeht. Und ich trinke alles, ich trinke auch das Leitungswasser so. Ja, also ich bin da so, weil meine Frau, die merkt direkt, wenn irgendwas, also ist auch so, dass wir selbst natürlich das Umkehrosmosegerät, das haben wir daneben, das übrigens auch 800 Euro kostet. Da kostet ein Filtersatz auch 180 Euro, aber das reinigt nur. Gibt's auch schon für 300 Euro, muss man ehrlich sagen. Umkehrosmose ist mittlerweile erhältlich, aber das Ionisieren, da bin ich mal sehr gespannt. Genauso machen wir's. Und ich sende jetzt schon mal das Video. Mal gucken, ob es da was passiert, denn hier mache ich gerne Werbung für. Ihr könnt ja mal gucken, Abnehmen im Liegen. Das ist zum Beispiel eine Geschichte Dr. Claudia Thiel, die das macht. Oder Bodymed, das ist das Thema Ernährungszentrum Saar. Und da habe ich die Akvion gesehen vor 4 Jahren ungefähr. Als sie es neu aufgemacht hat, hat sie eins von dir bekommen. Ja. Wie sie neu aufgemacht hat, genau, haben wir da oben installiert. Wie sie neu in 2 Küchen gemacht hat, da wurde das installiert. Sehr schön. So. Ja, vielen Dank und viel Erfolg. Jetzt sind wir zwar ein bisschen vom Auto abgekommen, aber du weißt ja, wie es ist. Ja. Akvion. Ich bin sehr gespannt und probiere es selber aus. Tschüssi, ciao. Ciao.